Herzlich willkommen zum neuen Monatsupdate der AKX. In letzter Zeit ging es sehr viel beim Flügel weiter, dazu aber später mehr. Aber auch an anderen Baugruppen, wie zum Beispiel dem Trimmgewicht, worüber ich jetzt was erzähle, gab es Fortschritt. Wir haben schon mal ein genaueres oder detaillierteres Video über den Trimmballast gemacht, wo auch die Funktionsweise an sich beschrieben wird und warum wir das brauchen. Die Verlinkung findet ihr hier. Jetzt die nächsten Schritte, die noch gefehlt hatten, waren das Schweißen der Stahlteile, das freundlicherweise die Akaflieg Stuttgart für uns übernommen hat. Das ist jetzt auch hier schon montiert. Das ist die leichteste Konfiguration vom Trimmgewicht und das Rohr reicht eben in den Wassertank hinein, wird dann mit einem O-Ring, also von der Platte zum I-Spann, abgedichtet und dann auch mit einer Kupferdichtung. Wenn man dann ein höheres Gewicht vom Trimmgewicht benötigt, dann kann man hier Bleigewichtscheiben reinschieben und dann mit Abstandshaltern, die wir jetzt auch letztens gedreht haben, mit der Mutter hier befestigen. Und dann, um ein noch höheres Gewicht zu erzielen, muss man dann die Spitze hier aufsetzen, die dann hier gesichert wird. Der nächste Schritt ist jetzt noch die Verkleidung anzupassen, damit die gut da drauf sitzt. Und dann ist das Trimmgewicht fertig. Endlich gibt es am Flügel mal wieder einen nennenswerten Fortschritt, und zwar unter anderem hier an der sogenannten Endleiste. Das ist eben das abschließende Bauteil des Flügels. Hier haben wir erstmal viel Arbeit reingesteckt, um die vorhandene Struktur schön aufzubereiten. Das beinhaltete, dass wir schon das vorhandene Verklebeharz geschliffen haben und mit einem Dremel bearbeitet haben und im Nachgang nochmal mit Baumwollflocken angedicktem Harz abgezogen haben, um eben eine saubere Rundung zu haben. Dann haben wir eben begonnen, dieses Laminat hier reinzubauen. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll, weil wir sehr, sehr wenig Platz zum Arbeiten haben, weil hier eben auch noch die Scharniere sind, die später die Ruder aufnehmen. Gleichzeitig müssen wir auch noch darauf achten, dass die Faserorientierung von unserem Gewebe gut verläuft, damit es eben auch viel hält. Und wir müssen darauf achten, dass das Gewebe natürlich an der vorhandenen Struktur sehr schön anliegt und nicht irgendwie sich Luftblasen drunter einschließen. Was als zusätzliche Schwierigkeit noch dazu kam, ist, dass der Hersteller das nicht mehr in der gleichen Webart hergestellt hat, die wir beim linken Flügel schon verbaut haben. Und zwar haben wir beim linken Flügel Gewebe verbaut aus einer sogenannten Leinwand-Webart. Das hat den Vorteil, dass es recht schubsteif ist in der Anwendung. Das heißt, es verzieht sich nicht so schnell. Die Fasern bleiben immer in einer sauberen Orientierung. Der Nachteil davon ist, dass die Fasern stärker, man nennt es onduliert werden. Das heißt, sie müssen mehr hoch und runter machen und können dadurch nicht so viel Last aufnehmen wie andere Webarten. Die zweite weit verbreitete Art ist das sogenannte Köper. Dort werden die Fasern nicht so stark onduliert. Das hat den Vorteil, dass es mehr Kraft aufnehmen kann und es ist eben nicht so schubsteif. Das heißt, ich kann das hier sehr leicht bewegen. Das kann ein Vorteil sein, wenn man komplexere Geometrien damit bauen will, dann ist das von Vorteil. In unserem Fall war es aber eher von Nachteil, weil es eben das Ganze schwieriger macht. Wir müssen uns viel mehr Mühe geben, dass eben diese Fasern am Ende noch gut darliegen. Das war das eine Problem. Das noch viel größere Problem war aber eigentlich, dass wir nur noch sehr wenig Gewebe überhaupt übrig hatten. Das hat dazu geführt, dass wir das Ganze recht knapp abschneiden mussten, wie man hier sieht. Und wie man vielleicht erahnen kann, wenn man hier sowieso schon in so einem beengten Raum arbeiten muss, dann macht es einem das noch mal schwieriger, jetzt hier noch zusätzliche Lagen reinzulegen, wenn hier noch überstehende Fasern sind. Beim anderen Flügel hatten wir das eben so, dass das hier recht großzügig drüber gelegt ist und dann konnte man problemlos die nachfolgenden Lagen reinlegen. Zum Glück hat uns unser Unterstützer ECC schon freundlicherweise zugesagt, dass sie uns noch mal mit Gewebe unterstützen werden. Das sollte jederzeit kommen und dann können wir hier die restlichen Lagen auch noch reinlegen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, dass wir nochmal ein Video im Detail über das Bauen mit Kohlefaser machen. Zum Beispiel die verschiedenen Gewebearten, Umgang mit Harz, verschiedenen Bauweisen oder auch mal den Bau eines komplexeren Bauteils. Da könnten wir auf jeden Fall auch nochmal ein zusätzliches Video zu machen. Die Endleiste ist nicht das Einzige, was am Flügel passiert ist und deshalb übergebe ich jetzt an Simon. Im März-Update ging es ja schon mal um die Bremsklappen. Da habe ich euch unter anderem erzählt, wofür die da sind.
und was wir gemacht haben, bevor sie im Flügel verbaut wurden. Das könnt ihr euch gerne nochmal in diesem Video anschauen. In dem Update habe ich euch noch gesagt, dass das Serienteile sind. Diese Serienteile mussten wir allerdings geringfügig modifizieren, zum Beispiel diese Aussparung hier anbringen, um die anders gestaltete Ansteuerung eben berücksichtigen zu können. Aber mit diesen Anpassungen ist eben auch noch nicht getan. Wir haben noch die Bremsklappen-Abdeckbänder bauen müssen. Das sieht man hier, dieses Teil oben drauf. Das sind Kohlefaserbauteile, die wir in der Flügelform gebaut haben, um eben dieselbe Geometrie zu haben, sodass die Strömung im Flug eben nicht beeinflusst wird. Also dass im Bereich der Bremsklappen auch die Profiltreue gewahrt wird. Ja, das Abdeckband des linken Flügels wurde nicht gebaut, bevor die Flügelformen eingelagert wurden. Und wie ihr nachher sehen könnt, ist es eine ziemlich große Aktion, diese Form nochmal aus dem Lager zu holen. Deswegen haben wir in der rechten Flügelform eine Position gesucht, in der wir die gleiche Geometrie oder zumindest annähernd die gleiche Geometrie haben, um eben da das Abdeckband des linken Flügels zu bauen, und dabei wurden wir auch fündig. Das fertige Teil, wie es aus der Form gekommen ist, seht ihr hier. Das ist noch unbearbeitet und muss eben noch die gleichen Schritte zum Zuschneiden durchlaufen wie das andere Abdeckband. Und zuletzt brauchen beide von diesen Abdeckbändern noch eine kleine Schräge, damit sie beim Einfahren in den Flügel schön geführt werden und an der richtigen Position zum Liegen bleiben. Und jetzt erzählt euch Kilian noch, was sonst noch am Flügel passiert ist. Also ich sitze hier am Flügelende, an der Steckung zum Winglet. Da haben wir hier den Stummel, der aus dem Flügel kommt. Da ist natürlich besonders wichtig, dass die Kraftübertragung zwischen dem angesteckten Winglet und dem Flügel korrekt stattfindet. Das heißt, da gab es jetzt nach dem Verkleben des Flügels noch ein paar Sachen zu tun. Zum einen muss man hier das überflüssige Verklebeharz abschleifen und dann eine ebene Oberfläche herspachteln, dass man dann, um zwischen diesem Obergurt und dem Untergurt des Holms korrekte Übertragung der Schubkräfte realisieren kann, zusätzlich noch diesen Stummel mit Kohlefasern umwickelt. Gleichzeitig muss man dann natürlich für die Aufnahme der Bolzen für die Steckung sorgen. Dafür haben wir hier am Flügelende zwei Bolzen, einmal hier stirnseitig im Stummel und im Bereich der Endleiste des Flügels noch einen Querkraftbolzen. Die Aufnahmen werden dann am Flügel so gestaltet, dass wir hier aus dieser großen, schweren und extrem dicken Kohleplatte etwas aussägen und dann zusammen verkleben, um dann einen sehr dicken Klotz aus Kohle herzustellen. Dann wird da das Loch gebohrt für den Bolzen und anschließend das Ganze dann mittels Schleifen so eingepasst, dass man das mit korrekter Ausrichtung zum Profil dann hier später im Stummel bzw. hier in der Endleistenrippe einkleben kann. Jetzt befinden wir uns in einem Teil der Werkstatt und wie ihr seht, es sieht jetzt momentan leer aus. Hier befand sich vorher unsere Flügelform. Die haben wir heute aufgeräumt und das war natürlich jetzt schwer, weil die Flügelformen sehr groß sind und schwer sind. Aber wir haben es geschafft. Das ist jetzt momentan auch wichtig, weil für den weiteren Projekten, wie zum Beispiel den Twin, werden wir es für den Hellingen benutzen. Die Helling ist für das Ausrichten der einzelnen Rumpfteile, um die zueinander zu positionieren. Und das wird in den nächsten Twin-Updates sehr spannend, also gerne abonnieren, um das nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.